Arbeit, ja? Wenn du musst es schaffen, in Deutschland ein Deutscher seinen Arbeitsplatz wegzunehmen, aber gleichzeitig auch nicht arbeiten und in sozialen Netz die Steuern wegfressen von den Deutschen, denen du seinen Arbeitsplatz weggenommen hast. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, es ist kompliziert. Gibt es überhaupt einen Zusammenhang von Migration und Arbeitslosigkeit? Genau dieser Frage gehen Migration Matters in dieser Folge nach, indem sie die vorhandenen Daten am Beispiel Großbritannien von 2004 bis 2012 analysieren. Gäbe es nun einen direkten Zusammenhang zwischen den beiden Zahlen, würde die Kurve deutlich ansteigen. Stattdessen ist die Arbeitslosenquote nachweislich konstant. Mehr Videos gibt es auf dem YouTube-Kanal von Migration Matters. Also, was ist wichtig für Deutschland, bei Deutschland sein? Guck mal, ich erkläre so, ja. Guck mal, du warst doch damals bei deinem Land, ne? Und du hattest doch so Bruder, Geschwister und alles und so. Dann, du hattest Vitamin B, weil du hattest Leute, die haben dir geholfen, die haben dir einen Job besorgt, die haben dir Prozente geholt bei H&M. Verstehst du, was ich meine? Also so richtig geil Vitamin B. Aber jetzt, du bist alleine in Deutschland. Ein ganz alleine und so. Also, was brauchst du, was musst du machen? Du musst Vitamin B machen, wie bei dir zu Hause, verstehst du? Du gehst los und du suchst ein Almani, ein Deutscher, ein Kartoffel. Du heiratest seine Tochter von dieser Kartoffel und dann du machst mit ihm Dings, so, und dann es kommt ein Baby raus und dann du bist Familienmitglied von Vitamin B. Läuft doch! Digitales Vitamin B bieten unter anderem Workhere, die die größte Jobbörse für arbeitssuchende Geflüchtete und interessierte Arbeitgeber offerieren. Mit Hilfe von Arbeitgeber- und Bewerberprofilen sowie zahlreichen Jobangeboten in ganz Deutschland wird der Erstkontakt und Austausch zwischen Geflüchteten und Arbeitgebern ermöglicht. Seit Januar 2016 arbeitet ein stetig wachsendes Team an der inhaltlichen und funktionellen Pflege sowie Weiterentwicklung von workhere.de. Siehst du? Ich sag doch, Vitamin B ist alles. Hallo liebe Flüchtlings, es geht um dieses geile Thema Fachkraftmangel. Weil, guck mal, liebe Deutschland, es ist so. Ich sitze den ganzen Tag hier und bei dieser Amt und es kommt Nummer 28 zum Beispiel. Er kommt von Iran. Er ist ein Darmdoktor. Er hat bei mir meinen Blinddarm rausgenommen. Verstehst du, was ich meine? Aber er fährt Taxi. Warum fährt er Taxi? Oder Nummer 78. Er kommt von Syrien. Er hat einen Ingenieur gelernt. Verstehst du, was ich meine? Aber er muss hier rumhängen und muss Dings beantragen. Hartz IV. Warum? Es gibt doch Fachkraftmangel. Und deshalb sage ich, guck mal, die Flüchtlinge, die sind ein Kraft. Du hast das Fach. Gib ihnen ein Fach, damit sie ein Kraft reinmachen. Macht doch Sinn. Tatsächlich ist die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt eine der wichtigsten Aufgaben. Das Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge der Deutschen Industrie- und Handelskammer nimmt sich dieser Aufgabe an und unterstützt Betriebe aller Größen, Branchen und Regionen. Neben Fördermöglichkeiten für die Ausbildung von Geflüchteten bietet das Netzwerk Webinare von Expertinnen und Experten zu den besonderen Herausforderungen. Die Teilnahme ist für Mitglieder des Netzwerkes kostenlos. Das ist Nauer und Nauer kennt meine Haare. Warum? Er ist bei Obdachlosenhilfe, bei Holzwerkstatt, er ist ausgebildeter Erzieher. Warum kennt Nauer meine Haare? Vielleicht, weil Nauer Ali sich dem Berliner Chapter der Barber Angels anschließen möchte. Die Friseure auf Motorrädern schneiden Bedürftigen in ganz Deutschland kostenfrei die Haare. Das Engagement und die Arbeit im Ehrenamt ist eine der tragenden Säulen der Gesellschaft in Deutschland. Das betrifft auch die ehrenamtliche Arbeit von und mit geflüchteten Menschen. Im gemeinsamen Aktivsein mit anderen Freiwilligen vor Ort finden geflüchtete Menschen ein neues Zuhause. Mehr Infos auf der Seite vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ich schwöre, wir haben so viel über Arbeit geredet, ich bin fix und fertig. Aber das Gute ist, wenn man am Arbeiten war, man hat auch einen Feierabend. Dann ist vorbei. Dann, du lässt alles stehen, du schmeißt alles weg und gehst nach Hause. Nauer, gib die Uhr zurück. Nächste Folge, es geht um neue Medien und Digitalisierung von Zukunft. Also so Presse und so. Also so Schreiben und
wenn du einen Blog hast und wenn du ein Journalist bist. Und wenn du nicht in den Knast willst.